Sehr geehrte Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb, worum geht es heute im ZDF-Magazin Royal? Wir lassen heute mal das Los entscheiden. So, na, gespannt? Wir schauen mal. Oh, Glück gehabt, Deutsches Tanztheater. Heute geht es im ZDF-Magazin Royal um Christian Schmidt. Christian Schmidt, das Thema heute im ZDF-Magazin Royal. Die dunklen Machenschaften von Christian Schmidt. Angeblich Deutschlands bester Alleinunterhalter und nach eigenen Angaben Hybridmusiker. Genau, Christian Schmidt aus Walsdorf bei Bamberg, er hier. Verdächtig funky. Und auch die Website von Christian Schmidt, da stimmt doch irgendwas nicht mit. Was sehe ich da oben links? Die ist nicht sicher. Wie bitte? Moment mal. Oh. Moment. Hallo Norbert? Was? Nö, ich hab Zeit. Ja, schrei doch nicht so bitte. Was? Wir sollen die Finger lassen von Alleinunterhalter und Hybridmusiker Christian Schmidt aus Walsdorf bei Bamberg? Warum? Das war 4 Jahre Arbeit. Fürs ganze journalistische Team vom ZDF-Magazin Royal. Die Obermeiers und ich, wir haben sogar schon den Hashtag Schmidt-Papers als Marke angemeldet. Warum denn nicht? Ach so, das ZDF plant was mit dem, eine neue Show bei ZDF Neo für den Donnerstagabend. Okay, ja, gut zu wissen. Ja, danke für die Info. Machen wir nicht dann. Ja, Grüße nach Windhoek. Ja. Nee. Leg du auf. Nee, leg du auf. Ich muss. Die Leute gucken schon. Norbert, ich muss. Alles klar. Ja, alles klar. Ja. Tschüss. Also, gut, da machen wir heute eine Sendung über jemand anderen, und zwar über Christian Schmidt. Über Christian Schmidt, den ehemaligen Bundeslandwirtschaftsminister. Hier er. One apple a day keeps Putin away. Cooler verteidigungspolitischer Lifehack, Christian Schmidt. Warum ewig über Panzerlieferungen diskutieren, wenn man einfach auch einen Korb Boskop in die Ukraine schicken kann? Aber Vorsicht, Pink Lady könnte Putin als Provokation verstehen. Warum ist Christian Schmidt so wütend? Rubbish. Full rubbish. People, I'm not sitting and standing here. I'm caring for this country. This is a town where people have lost their lives. And we are not here just to make political games. And in this country, people make political games. Not people, but the politicians. And I am rid of this. Wow. Langsam. Christian Schmidt, erstmal runterkommen. Chill. Erstmal, wer bist du überhaupt? Ich bin Franke von Herzen, Franke von der Mentalität. Und das ist auch gut so, denn uns Franken braucht's. Disziplin, Arbeitsamkeit, Ideen. Disziplin, Arbeitsamkeit, Ideen. Eben ein Franke von Herzen. Perverse Politik-Cracks da draußen werden sich noch erinnern. Christian Schmidt war mal Staatssekretär im Verteidigungsministerium und Bundeslandwirtschaftsminister im Kabinett Merkel III. Einer noch breiteren Öffentlichkeit ist Christian Schmidt aber natürlich bekannt geworden, als er 2015 den Gipfel seiner politischen Macht erklommen hatte. Bierbotschafter des Deutschen Brauerbundes. Skoll! Darum ist sein Lebensmotto bis heute ein König. Stimmt doch, Eure Hoheit, oder? You don't need to ask me whether I'm following European standards. To be very open. Okay, I understand. I really understand you. Just so, thank you. Ja, thank you too. Thank you too, Christian Schmidt. Wenn ich das als interessierter Bewunderer aus der Ferne mal fragen darf. Was sind Christian Schmidt? Und ich darf dich bitten, diese Frage auf Englisch zu beantworten. Was sind die 2 derzeit größten Fragen, die dich, Christian, beschäftigen? Hey, what is on? What I'm doing? What is on? What I'm doing. Gehen wir doch diesen beiden Fragen heute in der Sendung mal nach. Christian Schmidt, Disziplin, Arbeitsamkeit und Ideen. Das sind seine 3 fränkischen Tugenden. Wo Christian Schmidt was entscheidet, da wächst kein Gras mehr. Unkrautvernichter Glyphosat. Wahrscheinlich krebserregend. Glyphosat ist wahrscheinlich krebserregend, sagt auch die WHO. Und darum hat er als Bundeslandwirtschaftsminister für den Einsatz von Glyphosat in der EU gestimmt, ohne sich in der Bundesregierung vorher abzustimmen. Ich fühle mich verpflichtet, in der Bundesregierung die Dinge zu entscheiden, die zur Entscheidung anstehen. Und so ist er, der Schmidt. Ja, so ist er, der Schmidt. Er setzt sich ein für Pflanzengift Glyphosat, für Äpfel, für Krebs, für Gott. Christian Schmidt. Ich segne den Krieg nicht. Für fränkische Schweinespezialitäten.
Man kann die Verpflegung in Kitas und Schulen doch nicht allein an Kriterien wie Halal oder Koscher ausrichten oder Schweinefleisch einfach vom Speiseplan streichen. Wo kämen wir denn dahin, wenn deutsche Kinder nicht mehr regelmäßig tote Schweine in ihre kleinen Körper reingestopft bekommen? Wir sind hier in Deutschland immer noch in Mittelfranken, in Bayern. Da legen wir Wert auf Tradition. Pfingsttreffen vom Kameradenkreis der Gebirgstruppe im bayerischen Mittenwald. Veteranen der Wehrmacht und Bundeswehrsoldaten gedenken hier auch der Gebirgsjäger des Dritten Reichs. Die haben etliche Kriegsverbrechen begangen. Das klingt für mich nach dem perfekten Event, um als fränkischer CSU-Regionaldepp mal ordentlich in die bundesweiten Schlagzeilen zu kommen. Auch anwesend Christian Schmidt, Staatssekretär im Verteidigungsministerium. Der CSU-Mann hat offenbar kein Problem mit dieser Art Traditionspflege. Im Gegenteil. Schmidt will sogar einen Fliegerhelden der Nazis wieder hoffähig machen. Werner Mölders. Warum auch nicht? Luftnazi Werner Mölders. Der hat doch von nichts gewusst. Der wollte einfach nur fliegen und ab und zu mal eine Bombe werfen. Politisch war Werner Mölders wie alle Deutschen im Widerstand. Hier der Beweis, schauen Sie mal. Hier rechts Werner Mölders, gemeinsam auf einem Foto mit dem Mann, der Adolf Hitler erschossen hat. Mölders hat keine braunen Flecken auf seiner Weste gehabt. Exakt. Mölders hat keine braunen Flecken auf seiner Weste gehabt. Er hatte bloß einfach eine braune Weste an. Soweit zur CSU also. Aber Christian Schmidt schwebt über diesen unangenehmen weltlichen Dingen. Christian Schmidt ist nämlich, das haben wir wirklich herausrecherchiert, von Gott gesandt. Hä? What is on? What you doing? Hey, what is on? What I'm doing? Christian Schmidt ist von Gott gesandt, erzählt, wirklich wahr, seine Frau jedem, der es hören will und allen anderen auch. Das ist kein Witz. Das ist das Ehepaar Schmidt hier, mal in Privatkleidung unterwegs. Rechts Christian Schmidt und links ist seine Frau, die gerne ungefragt erzählt, dass ihr Christian von Gott gesandt wurde, um ein Land zu retten. Christian Schmidt von Gott gesandt, um ein Land zu retten, Bosnien und Herzegowina. Gott hat diesem Land nämlich 2021 Christian Schmidt quasi geschenkt. Der fränkische Schweinenacken. Geschenkt ein Mann mit dem Faible für Flugnazis. Christian Schmidt ist unser Christian Schmidt aus Mittelfranken, aus Deutschland. Von der CSU ist der amtierende hohe Repräsentant in Bosnien und Herzegowina. Der deutsche hohe Repräsentant hat in Bosnien viel Macht. Will er sie auch nutzen? Da kannst du aber deinen Arsch drauf verwetten. Hoher Repräsentant klingt tatsächlich ein kleines bisschen so wie von Gott gesandt. Christian Schmidt ist aber in Wirklichkeit bloß gesandt vom Friedensimplementierungsrat, okay? Das ist ein Gremium aus über 50 Staaten und Organisationen, das seit dem Ende des Bosnienkriegs 1996 für Frieden und Stabilität in Bosnien und Herzegowina sorgen soll. Und ich sag mal so, für den Friedensimplementierungsrat und seinen hohen Repräsentanten, dafür gibt es im Prinzip ziemlich viele gute Gründe. Bosnia and Herzegovina proclaimed its independence in March 1992, and what resulted very quickly was an invasion by Serbia, by Yugoslavia at the time, and later on by Croatia, with the aim of creating a greater Serbian and a greater Croatian state. The result of these invasions was genocide, mass atrocities, concentration camps, mass rape, mass graves, and so on, where hundreds and thousands of people lost their lives and were subjected to collective traumatization. Die Lage in Bosnien und Herzegowina ist auch knapp 30 Jahre nach dem Krieg immer noch ziemlich ernst und kompliziert. Eine Lage wie geschaffen für den Mann, der schon Glyphosat gerettet hat. Oder den guten Ruf von Schweinefleisch im Kindergarten. Oder die Ehre von Nazi-Kriegsverbrechern. Christian Schmidt, der hohe Repräsentant. Ein moderner deutscher Held für die Welt. Unsere diplomatische Visitenkarte auf dem Balkan. Christian Schmidt, er kann alles, er darf alles, er macht alles. Ey Kids, vergesst den Hulk, vergesst Thor, vergesst Iron Man, vergesst Captain America. Hier kommt Captain Mittelfranken, Kampfname die Superwurst, a.k.a. Christian Schmidt, der hohe Repräsentant. Der hohe Repräsentant. Wow! Der hohe Repräsentant! Wow. Nur der hohe Repräsentant. Nur echt mit den Bonn-Powers. Bonn-Powers! Yeah! Bonn, Bonn, Bonn! Der hohe Repräsentant für Bosnien und Herzegowina. Platz da! Setzt das Friedensabkommen von Dayton durch. Ich erlasse Gesetze. Ich gründe Behörden. Ich entlasse Politiker. Dank meiner Bonn-Powers!
Und ihr werdet volle Power brauchen. Ei, ei, Sir. Denn 3 Bevölkerungsgruppen führten einen brutalen Krieg. Serbische und kroatische Nationalisten haben bosnische Muslime verfolgt, ermordet und Was vergewaltigt. erzählen Sie denn deinen Kindern? Doch zum Glück gibt es den hohen Repräsentanten. Der Friedensimplementierungsrat hat mich geschickt. Der hohe Repräsentant bekämpft alle, die gegen das Friedensabkommen von Dayton verstoßen. Er kämpft so lange für demokratische Bedingungen, bis er selbst abgeschafft werden kann. Unglaublich. Bonn Powers. Wo der hohe Repräsentant zuschlägt, wächst Demokratie. Vorsicht, das Verständnis von Demokratie weicht vom Ideal stark ab. Der Friedensimplementierungsrat muss separat gekauft werden, nicht für Kinder geeignet. Der hohe Repräsentant. Der hohe Repräsentant. Jetzt in Ihrem politischen Spielwarengeschäft. What is on? What I'm doing? Bonn Powers! Christian Schmidt ist der hohe Repräsentant und hat tatsächlich, die heißen wirklich so, die Bonn Powers, benannt nach, richtig, der Stadt Bonn. Haha! Christian Schmidt, der kann in Bosnien und Herzegowina alleine Gesetze erlassen, Amtsträger rausschmeißen oder neue Behörden gründen. Bonn Powers! Von Gott gesandt, von Bonn gesegnet. Wenn das Werner Mölders noch erleben könnte. Bosnien und Herzegowina, nur 800 Kilometer, nur 800 Mölders-Kilometer Luftlinie entfernt von Mittelfranken. Ist praktisch noch, Bosnien und Herzegowina ist praktisch Südost-Mittelfranken. Hui! An die Arbeit, Christian! Christian Schmidt, er kann fliegen wie Werner Mölders. I'm not sitting and standing here. I'm caring for this country. Yes, yes, genau. You care for this country. Bosnien und Herzegowina ist nämlich kompliziert zu managen. Vor allen Dingen, wenn man wie Christian Schmidt kein Bosnisch kann. Aber ich meine, Bosnisch braucht Christian Schmidt ja gar nicht. Er beherrscht die Universalsprache Fränkisch. Wenn man die Ohren so ein bisschen zukneift, klingt Fränkisch fast wie Bosnisch. Oh, was? Meine Damen und Herren, ich kriege gerade aus der Regie den Hinweis, es ist soweit, die erste Hälfte der Sendung ist rum. Wir gehen ganz kurz in die Kabine, wir machen mal kurz Pause und wir sind gleich wieder in der zweiten Halbzeit. Jetzt viel Spaß und gute Unterhaltung. And now, ladies and gentlemen, it's halftime. Live from the land of the free, Köln-Bickendorf, the ZDF Magazine Royale Halftime Show. Please welcome the living legend, the one and only Menderes, performing just for you, for us, for everybody. Ich bin in a Koshayong. Ich bin eine Kölsche Jung, was willst du machen? Ich bin eine Kölsche Jung und du gehen lachen. Ich bin auch sonst nicht schlecht, nee, ich bin brav. Mein Lieblingswörtchen heißt Kölle Allah. Ich bin eine Kölsche Jung, was willst du machen? Ich bin eine Kölsche Jung und du dir lachen. Ich bin auch sonst nicht schlecht, nee, ich bin brav. Mein Lieblingswörtchen heißt Kölle Allah. Danke, Menderes. Alles Gute fürs zweite Kind. Schade, dass sich das Album jetzt ein bisschen verzögert. So, da sind wir wieder. Wo waren wir? Ach so, ja. Der fränkische Trottelprophet, der uns in Bosnien blamiert. Christian Schmidt, zeig ihn noch mal. Christian Schmidt, er spricht nicht nur Fränkisch, er singt es sogar. In Bosnien, meine Damen und Herren, und alle dazwischen und außerhalb, leben bosnische Serben, Kroaten und die muslimische Mehrheit des Landes, die Bosniaken und noch Roma und zum Beispiel eine jüdische Minderheit. Aber vor allen Dingen gibt es in Bosnien super viele Menschen, die einfach ihre Ruhe und eine geile Zeit haben wollen und die sich allerhöchstens zur Badesaison mal fragen, irgendwie, warum hat Kroatien eigentlich so ein
den ganzen Strand bekommen und wir nicht. Kroatien, ey, das längste Strandhandtuch der Welt. Einmal so bis nach Dubrovnik runter. Blöd für Bosnien, aber ansonsten die meisten einfach gechillt. Aber Vorsicht, Christian Schmidt. In Bosnien gibt es auch noch, damals wie heute, serbische und kroatische Nationalisten. Und die wollen immer noch das, was vor 30 Jahren zu Krieg und Völkermord an den bosnischen Muslimen geführt hat. Großserbien und Großkroatien. Wichtige Merkregel, wenn ein Land sich die Silbe groß vorne an den Namen rantackern will, weiß man, jetzt wird stressig. Small Dick Energy. Großserbien, Großkroatien, Großdeutschland, Großrussland, Groß-Schacksdorf, Simmersdorf, Grüße nach Brandenburg. Groß immer nicht so geil. Fans von Großkroatien und Großserbien würden aus Bosnien nämlich lieber Klein-Bosnien machen. Und Gottes Stellvertreter in Sarajevo, Christian Schmidt, der hohe Repräsentant, muss da jetzt für Ruhe sorgen. What is on? What I'm doing? Yeah, ja, Honest zum Beispiel, der Präsident des serbisch dominierten Teils von Bosnien, der sagt sowas. Bosnien ist das Land des Teufels, an dessen Überleben ich nicht glaube. Das sagt Milorad Dodik über Bosnien, das Land, das er selber mitregiert. Merken Sie sich dieses Gesicht. Oh, oh, serbischer Nationalist incoming. Achtung, Achtung, Christian, jetzt brauchen wir deine... Bond Powers! Was hier so aussieht wie der neue Sitzbezug in der BVG, der Berliner U-Bahn, meine Damen und Herren, ist Bosnien. In dem gelben Teil leben fast nur bosnische Serben, weil serbische Truppen im Bosnienkrieg vor 30 Jahren in diesem gelben Bereich fast alle Nicht-Serben vertrieben oder ermordet haben. Am 9. Januar 1992 erklärten bosnische Serben ihre Unabhängigkeit und lösten so einen Krieg aus, in dem 100.000 Menschen getötet wurden. 9. Januar. Und genau an diesem Tag lässt Milorad Dodik sowas veranstalten. Ali i noćni vukovi, čiji je predvodnik blizak samom ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, koga je Milorad Dodik dan ranije odlikovao najvišim ordenom Republike Srpske. Eine festliche Möchtegern-Militärparade anlässlich von Kriegsbeginn und Völkermord am 9. Januar. Na gut, Völkermord ist so ein belastendes Wort, vor allen Dingen, wenn man den Völkermord leugnen will. Hier, schauen Sie mal. 2 Männer, zu dumm zum Armdrücken. Links ist der aktuelle serbische Präsident und amtierende Völkermordleugner Aleksandar Vučić. Das ist der Präsident links des Landes Serbien. Das ist Serbien. Nochmal das Foto bitte von ihm mit dem anderen. Also links der serbische Präsident und rechts fast in die Kamera guckt sein Sohnemann Danilo. Er, also hier links der Präsident von Serbien, der könnte natürlich nicht an so einer Völkermordparade, an so einer Völkermordabfeierparade am 9. Januar teilnehmen. Darum hat er in diesem Jahr seinen Sohn geschickt. Da ist er hier. Der Danilo Vučić, der Sohn des serbischen Präsidenten. Direkt hinter Milorad Dodik, der serbische Nationalist aus Bosnien, der diese Parade organisiert hat, die das bosnische Verfassungsgericht eigentlich verboten hatte. Uiuiuiuiui. Heikle politische Situation. Der Präsident Serbiens schickt seinen Sohn Danilo zu so einer Veranstaltung auf eine verbotene Nationalistenparade nach Bosnien und Herzegowina, in das Land, in dem vor 30 Jahren serbische Nationalisten Zehntausende Bosniaken ermordet haben. Oh, oh, oh. Aber keine Sorge, heikle politische Situation, Auftritt Christian Schmidt! Nee, cut, nee. Leider nicht der Alleinunterhalter und Hybridmusiker, sondern bloß er hier. Gottes Bierbotschafter mit der Extraportion Schweinefleischpower, Christian Schmidt. Wie hat der hohe Repräsentant reagiert? Fuchsteufelswild natürlich. Er hat einen Wutbrief geschrieben an alle Botschaften in Bosnien und Herzegowina. Rubbish. Ja. Full rubbish. Und zwar nicht wegen der bizarren Militärparade, die den Völkermord abkultet, sondern das kann ja wohl nicht wahr sein. Er hat sich aufgeregt, dass bosnische Medien darüber berichten, dass der serbische Präsidentensohn auf der Ehrentribüne sitzt. Wie Sie vielleicht wissen, veröffentlichten verschiedene lokale Medien am 10. Januar eine Kopie einer diplomatischen Note der serbischen Botschaft, die personenbezogene Daten von Herrn Danilo Vučić enthält. Die Veröffentlichung dieser Sicherheitsdaten gefährdet die reisenden Personen. Christian Schmidt, der hohe Repräsentant, setzt nämlich Prioritäten. Erst den Sohn des serbischen Präsidenten vor der Pressefreiheit schützen und dann den Frieden in Bosnien und Herzegowina. Darauf, meine Damen und Herren, hoppala. Darauf ein Gläschen Glyphosat. Auf die Freundschaft mit serbischen Nationalisten und auf die Freundschaft mit kroatischen Nationalisten, auf die Freundschaft allgemein. Prösterchen.
Es ist mir eine große Freude und Ehre, einem Freund Bayerns eine Auszeichnung zu geben, die stellvertretend steht für eine lange Freundschaft. Markus Söder, Parteichef von CSU-Mann Christian Schmidt, verleiht einen Orden an den kroatischen Premierminister Andrej Plenković. Und Ordensverleihungen, Christian Schmidt, sind unter Freunden natürlich keine Einbahnstraße. CSU gibt Kroatien-Orden, Kroatien gibt CSU-Orden. Bundesminister AD Christian Schmidt, MdB, ist am Donnerstag von Andrej Plenković, Premierminister der Republik Kroatien, mit dem kroatischen Verdienstorden Ante Starčević ausgezeichnet worden. Es ist für mich eine große Ehre. Eine richtig große Ehre. Kroatien verleiht Christian Schmidt den kroatischen Verdienstorden Ante Starčević. Cool, Ante Starčević, der kroatische Ernst Jünger. Diesen kroatischen Verdienstschlawiner, Ante Starčević, am Bande haben vor Christian Schmidt jede Menge tolle Leute bekommen. Kroatische Kriegsverbrecher und Massenmörder. Und jetzt eben Christian Schmidt. So ist er, der Schmidt. So ist er, der Schmidt. Immer wieder in Gesellschaft von besonderen Männern. Hier, nur von 50 cm Eichenfurnier getrennt, von Dragan Čović, Vorsitzender der kroatischen Partei HDZ in Bosnien. Das ist die Kumpelpartei, die Schwesterpartei der CSU. Das war natürlich die allererste Amtshandlung von CSU, Christian, als hoher Repräsentant in Bosnien. Antrittsbesuch bei Dragan Čović. Was hat der eigentlich so vor 30 Jahren im Bosnienkrieg gemacht? Bereits auf seinem ersten Posten setzte er bosniakische Gefangene als Zwangsarbeiter ein. Überlebende Zwangsarbeiter berichteten von Folterungen und unmenschlichen Bedingungen. Sie hätten Čović jeden Tag auf dem Firmengelände gesehen. So ist er, der Čović. Ein kroatischer Nationalist. Hat kleine braune Flecken auf seiner Weste gehabt. Genau, wie formuliere ich es denn positiver? Der hohe Repräsentant Christian Schmidt, der hat sich einfach seine typische fränkische Toleranz bewahrt. Ob kroatische Kriegsverbrecher, ob serbische Kriegsverbrecher, ob deutsche Kriegsverbrecher, egal, one love, one love. Misstrauisch wird der hohe Repräsentant erst, wenn er glaubt, dass jemand was gegen seinen fränkischen Schweinsbraten hat. Was Pech ist für die Mehrheit der Menschen in Bosnien, für die muslimischen Bosniaken zum Beispiel oder die Jüdinnen oder die Roma, die fühlen sich irgendwie vom hohen Repräsentanten Christian Schmidt nicht so richtig repräsentiert. Tausende protestierten wegen des Wahlgesetzes vor dem Büro des hohen Repräsentanten in Bosnien und Herzegowina. Ups, Demo gegen Christian Schmidt? Letztes Jahr im Juli, Demo gegen Christian Schmidt, weil er ein ziemlich beschissenes bosnisches Wahlgesetz ändern wollte. Und er hat es tatsächlich geschafft. Er hat es geschafft. Er hat es noch beschissener gemacht. KritikerInnen sagen, die Pläne des hohen Repräsentanten geben kroatischen und serbischen NationalistInnen unverhältnismäßigen Einfluss. Und als eine bosnische Journalistin mal nachgefragt hat, sagen Sie mal, Herr Schmidt aus Mittelfranken, was ist das eigentlich für ein beschissenes Wahlgesetz? Seine Reaktion, die kennen Sie ja jetzt schon. You don't need to ask me whether I'm following European standards. To be very open. Okay, I understand. I Yeah. really understand you. Just So, thank you. calm down. Kleiner Tipp, Christian Schmidt. An apple a day keeps die schlechte Laune away. Er hat sich eigentlich noch mal rangesetzt. Er hat sich noch mal rangesetzt an das Wahlgesetz. Und so konnte dann in Bosnien im Oktober ganz normal gewählt werden. Wie in Berlin. Ende gut, alles gut. Und zwar ohne Wenn und Aber. Aber am Wahltag des 2. Oktober erließ Schmidt ein neues Wahlgesetz. Wenige Minuten, nachdem die meisten Wahllokale geschlossen worden waren. What is on? What you doing? Christian Schmidt hat einfach am Wahltag, am fucking Wahltag, das fucking Wahlsystem geändert. Und zwar nachdem die Wahl gelaufen war. Und auch noch rückwirkend. Dank Christian Schmidt ist jetzt die Stimme eines Kroatens 4-mal so viel wert wie die Stimme eines Bosniaken und die Stimme eines Serben so viel wie die Stimme von 10 Bosniaken. Rückwirkend ein Wahlgesetz ändern. Wir VölkerrechtlerInnen nennen das formaljuristisch einen sogenannten Bitch-Move. Einen sogenannten... Über das neue Wahlgesetz freuen sich natürlich, wer hätte das gedacht, die kroatischen Nationalisten der CSU-Kumpelpartei HDZ in Bosnien. Das Wahlergebnis zeigt, Schmidt rettete Čović. Ohne die Durchsetzung des OHR, Büro des Hohen Repräsentanten, wäre die HDZ kein notwendiger Partner in der Regierung. Und weil Christian Schmidt, das Schäufele Gottes, Hashtag der Woche, Schäufele Gottes, mal ebenso das bosnische Wahlgesetz am fucking Wahltag rückwirkend, nachdem die Wahl gelaufen war, geändert hat, zugunsten seiner kroatischen Nationalisten-Buddies, mussten am Ende entscheidende Sitze der bosnischen Volkskammer so vergeben werden. U ostalih u Federalnom domu naroda dobila je naša stranka, dok je mandat iz Herceg-Bosanske županije dobila kandidatska lista stranke Demokratske.
Per los. Entschuldigen Sie mal ein schlechtes Bosnisch, aber what the fuck? Ein Lostopf mit Überraschungseiern. Und wer in Bosnien im Supermarkt schon mal ein Überraschungsei gekauft hat, der weiß, in jedem 7. Ei steckt ein Teenie-Tapsi-Kriegsverbrecher. Ey Christian, was soll ich besser sagen? Gott, was hast du dir bei Christian Schmidt gedacht? Herr im Himmel, nimm mich doch zurück zu dir. Nach Mittelfranken, wo du ja eine Ferienwohnung hast, angeblich. Oder wenigstens erstmal raus aus Bosnien. Warum? Oh Herr, lässt du zu, dass der gute Name Christian Schmidt in den Schmutz gezogen wird? Denk doch mal an die Millionen anderen unschuldigen Christian Schmidts. Was sollen die denn jetzt sagen? Im Namen aller Christian Schmidts möchte ich sagen: You know that I let you down. Is it too late to say I'm sorry now? Vielen Dank, Christian Schmidt, also der Alleinunterhalter und Hybridmusiker Christian Schmidt, nicht der hier. www.solo-entertainer.de